Heute backen wir diesen leckeren, saftigen Hefezopf mit oder ohne Rosinen aus der klassischen Konditorausbildung. Ich gebe die Milch in eine Schüssel. Die Milch habe ich vorher nicht warm gemacht, wie in vielen anderen Hefezopfrezepten, weil der Teig gleich beim Kneten sowieso warm und seine 26 Grad erreichen wird. Wenn die frische Hefe drin ist, rühre ich ein paar Mal um, bis sie sich auflöst. Jetzt kommt rein das Mehl, die Butter, etwas Zucker und die Eier. Die Mengenangaben sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Bisschen Zitronenabrieb von einer Bio-Zitrone und ich verwende heute frische Vanille. Das Vanillemark hole ich aus der Schote raus und die Schote selbst gebe ich in ein Glas mit Zucker, um Vanillezucker herzustellen. Das Mark gebe ich in die Schüssel rein und knete das Ganze bei niedriger Stufe 2 Minuten. Ich verwende in meiner Rezeptur kein Schmalz, keine aufgekochte Milch-Mehl-Mischung, um angeblich mehr Feuchtigkeit reinzukriegen, und auch keinen Sauerteig. Wir backen ein ganz einfaches Rezept, ohne eine Doktorarbeit draus zu machen. Nach den 2 Minuten Kneten gebe ich die Sultaninen, die Rosinen rein und die Salzmenge gebe ich erst jetzt rein, weil es die Vermehrung der Hefepilze hemmt. Das habe ich euch aber bereits in dem Baguette-Video erklärt. Schluck Milch auch noch dazu, damit das Salz gut aufgenommen wird, und jetzt wird das Ganze weitere 8 Minuten geknetet, dieses Mal aber auf höchster Stufe. Der mittelschwere Hefeteig kommt jetzt auf die minimal bemehlte Arbeitsfläche und wird ganz kurz rund geformt und in einer eingeölten Schüssel für 50 Minuten ruhen gelassen. Danach kommt der etwa 1100 Gramm schwere Teig auf die Arbeitsfläche und wird halbiert, weil ich 2 Zöpfe daraus machen will, einen mit 2 Strängen und einen mit 3 Strängen. Beginnen wir mit dem Zopf mit 2 Strängen. Ich halbiere den Teig, damit ich 2 Hälften habe. Beide Hälften drücke ich flach, ähnlich wie beim Baguette, und falte sie so zusammen, damit außen Druck entsteht und das Ganze schön straff wird. Jetzt werden die Stränge gleichmäßig ausgerollt, bis sie gleich groß sind. Das Flechten mit 2 Strängen ist tatsächlich ein bisschen schwieriger in Anführungsstrichen als das Flechten mit 3 Strängen, aber ich zeige euch jetzt beide Varianten. Wir legen die Stränge übereinander und bringen einfach die linke und die rechte Seite übereinander auf die andere Seite sozusagen. Und dann dasselbe mit der unteren und der oberen Seite. Und dann wieder von links nach rechts und dann wieder von oben und unten. Bis wir den Teig zusammendrücken und an der Seite leicht nach unten drücken können, damit er beim Backen nicht aufgeht. Den anderen Teig teilen wir nicht in 2, sondern in 3 Stücke. Normalerweise würden wir nicht in der Mitte anfangen zu flechten, sondern klassisch an einem Ende, aber die Erfahrung zeigt, dass wenn man in der Mitte beginnt, der Zopf oft gleichmäßiger wird. Zumindest für die, die das noch nicht so oft gemacht haben. Den Strang außen legen wir jetzt in die Mitte, auch der hier außen kommt auch in die Mitte. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Immer von außen in die Mitte. Und bitte nicht ziehen, sondern einfach nur flechten, bis man das eine Ende zusammendrückt und unter den Zopf schiebt. Jetzt drehe ich das Ganze um und flechte einfach weiter von außen in die Mitte. Mal von links außen in die Mitte, mal von rechts außen in die Mitte, bis der Zopf fertig ist. Gerne mit einer Eigelb-Milchmischung bestreichen, vielleicht mit gehobelten Mandeln arbeiten und mindestens 40 Minuten ruhen lassen. Oder über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen, das geht natürlich auch. Gebacken wird er bei etwa 180 Grad Ober- und Unterhitze für 20 Minuten und weitere 10 Minuten bei etwa 150 Grad. Ich stelle ihn gern etwas mittig bzw. unten in den Backofen, damit die Oberhitze ihn nicht sofort dunkel macht und mich dadurch zwingt, ihn früher aus dem Ofen rauszuholen. Manche schieben auch einen Backblech drüber, um die direkte Oberhitze etwas zu stoppen. Habt da bitte ein bisschen Auge drauf, weil das Backen auch davon abhängt, wie dick euer Zopf ist und wie sich euer Backofen benimmt. Wenn er mit Ei bestrichen ist, wird er klassisch ohne Schwaden, also ohne Dampf gebacken. Abonniere meinen Kanal und lass mir einen Gruß in den Kommentaren.